Ist deine Fernbedienung kaputt oder verloren gegangen? Dann kannst du sie durch eine Universalfernbedienung ersetzen. In diesem Video zeige ich dir 3 Möglichkeiten, wie du eine One-for-All-Fernbedienung einrichten kannst, sowohl mit als auch ohne Code aus der Codeliste. Das Vorgehen demonstriere ich dir an einer One-for-All-Kontur URC 1210 ohne Magic-Taste, die hier stattdessen den Aufdruck Setup trägt. Die Anleitung lässt sich aber ebenso auf die Modelle URC 1240 für 4 und URC 1280 für 8 Endgeräte übertragen. Bevor du jedoch vorschnell zu einer Ersatzfernbedienung greifst, nur weil eine Taste nicht funktioniert, sollst du dir unbedingt erstmal ein anderes Video anschauen, in dem ich zeige, wie sich das oft ganz einfach reparieren lässt. Die Universalfernbedienung von One4All wird ohne Batterien geliefert. Benötigt werden 2 3A-Batterien, Akkus gehen aber auch. Das Batteriefach sitzt auf der Unterseite und lässt sich werkzeuglos nach hinten hin aufschieben. Beim Einlegen der Mikrozellen ist natürlich auf die korrekte Polung zu achten. Anschließend ist die Ersatzfernbedienung startklar, muss aber natürlich noch auf das jeweilige Endgerät programmiert werden. Hier für einen Samsung-Fernseher. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom und auch bei der Kontur gibt es 3 Möglichkeiten, sie einzurichten. Am schnellsten gelingt das über die One-for-All-Codeliste. Sollst du die Bedienungsanleitung verlegt haben, habe ich sie dir neben den Codes gängiger Hersteller auch in der Videobeschreibung verlinkt. Zunächst muss die Universalfernbedienung auf den vorgesehenen Endgerätetypen geschaltet werden. Da die Kontur 1 im Gegensatz zur Kontur 4 und Kontur 8 nur einen TV unterstützt, erübrigt sich dieser Schritt für mich. Der Einrichtungsmodus wird nun bei allen Konturmodellen wieder gleich durch Halten der Setup-Taste für ca. 3 Sekunden gestartet. Ein zweimaliges Blinken der LED unter der Power-Taste quittiert den Vorgang. Jetzt ist der erste 4-stellige Code aus der Codeliste über das Tastenfeld der Universalfernbedienung einzugeben. Für Samsung 2051. Das erneute LED-Blinken bestätigt die Programmierung. Über die Power-Taste ist anschließend zu prüfen, ob die Fernbedienung den Fernseher einschalten kann. Bei mir ist das leider nicht der Fall, der Code funktioniert nicht. Also ist der Einrichtungsvorgang mit dem nächsten aus der Codeliste zu wiederholen, bis das Gerät auf die One-for-All-Fernsteuerung reagiert. In meinem Fall erst mit dem 3. Samsung-Code. Schreib mir gerne einen Kommentar, ob und mit welchem Herstellercode es bei dir geklappt hat. Ist die Marke unbekannt, überhaupt nicht in der One-for-All-Codeliste aufgeführt oder funktioniert keiner der herstellerspezifischen Codes, kann ein automatischer Suchlauf Abhilfe schaffen. Um ihn zu starten, ist bei den Mehrgerätemodellen wieder der jeweilige Endgerättyp zu wählen und anschließend der Setup-Modus aufzurufen. Also wieder die Setup-Taste gedrückt halten, bis die Power-LED zweimal blinkt. Der 3-stellige Spezialcode 991 versetzt die Konturfernbedienung nach Bestätigung mit der Power-Taste in den Suchmodus, der genau genommen nur halbautomatisch ist. Durch Betätigen der Plus-Taste geht die Fernbedienung nun alle gespeicherten Codes durch und sendet gleichzeitig ein Einschaltsignal. Je nach Gerätetyp kann das bis zu knapp 200 Tastendrücke erfordern. Hat sich das gewünschte Endgerät eingeschaltet, so wie hier mein Sony-Fernseher, ist der richtige Gerätecode gefunden. Über die Setup-Taste wird nun der Suchlauf beendet und das Profil gespeichert. Hat auch das Einrichten der One-for-All-Fernbedienung ohne Code nicht geklappt, bleibt nur noch eine dritte Methode übrig, das Anlernen über die Originalfernbedienung. Das setzt natürlich voraus, dass sie nicht verloren gegangen ist und noch funktioniert. Übergangsweise kann gegebenenfalls auch ein Android-Smartphone aushelfen, sofern es über einen Infrarotblaster verfügt und die verwendete Fernbedienungs-App das passende Geräteprofil in ihrer Datenbank hat. Auch die Anlernfunktion wird über den Setup-Modus der Universalfernbedienung gestartet. Also zunächst wieder die Setup-Taste halten, bis die rote LED kurz aufblinkt. Dann den Spezialcode 975 eingeben, ohne ihn mit einem weiteren Tastendruck zu bestätigen. Die nächste Taste, die gedrückt wird, ist nämlich diejenige, die programmiert wird. Da mein Sony TV bereits über die automatische Suche eingerichtet ist und alles funktioniert, spare ich mir das Anlernen aller Bedientasten. Was aber noch fehlt, ist der Videotext, denn die One-for-All-Kontur hat keine dedizierte Teletext-Taste. Ich entscheide mich für die App-Taste und drücke sie kurz. Die rote LED blinkt daraufhin dauerhaft und bestätigt, dass die Universalfernbedienung empfangsbereit ist. Die Sony-Fernbedienung richte ich auf die Kontur und halte die Videotext-Taste gedrückt. Ein zweimaliges Blinken der LED bestätigt, dass die Taste ordnungsgemäß kopiert wurde. Wichtig zu wissen ist, dass sich die Ersatzfernbedienung weiterhin im Kopiermodus befindet und bei Tastendruck den nächsten Kopiervorgang startet. So lässt sich relativ zügig eine ganze Fernbedienung klonen. Beendet wird der Modus durch Halten der Setup-Taste, bis die LED zweimal blinkt.
Die programmierten Tasten lassen sich jederzeit auf ihre Originalfunktion zurücksetzen. Dazu muss erneut der Setup-Modus gestartet und die Löschfunktion mit 976 aufgerufen werden. Durch zweimaliges Betätigen der betreffenden Taste wird die angelernte Funktion wieder auf die Originalbelegung zurückgesetzt. Um ein neues Geräteprofil zu laden, ist kein vorheriger Reset erforderlich. Die Tastenbelegung wird vollständig überschrieben. Dennoch lässt sich die One-for-All-Fernbedienung auch auf Werkseinstellung zurücksetzen. Dazu ist eine der Batterien herauszunehmen und eine beliebige Taste zu halten, während die Zelle wieder eingelegt wird. Die LED sollte daraufhin zweimal blinken. Innerhalb von 6 Sekunden müssen nun die Ziffern 2 und 8 gleichzeitig gedrückt werden. Anschließend den Reset-Code 981 eingeben. Die Kontur wird dann auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Das viermalige Blinken bestätigt den Werksreset. Und damit habe ich dir gezeigt, wie du deine One-for-All-Fernbedienung einrichten, eine Videotexttaste hinzufügen und sie auf Werkseinstellung zurücksetzen kannst. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, dann zeig mir dies doch mit einem Daumen nach oben. Hinterlass gerne auch einen Kommentar, welcher Herstellercode oder welche Methode bei dir zum Erfolg geführt hat.